Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute wollte ich eigentlich nur eine kurze Spritztour mit dem Camaro machen. Und ja, wie bereits schon häufiger in den Videos, habe ich ja immer mal wieder Probleme mit Batterien. Sowohl in der Kamera als auch bei den Mikrofonen, bei meinen wunderschönen Ryobi-Lampen ist das auch immer wieder ein Thema. Batterien, ja, ständig sind sie leer, halten nicht lange. Ja, und was soll ich sagen? Das Auto ist jetzt, ich glaube, 2 oder ja, vielleicht waren es auch 4 Monate gestanden. Vielleicht auch 5. Also sagen wir mal großzügig ein halbes Jahr. Es ist großzügig ein halbes Jahr gestanden. Und wie ihr sehen könnt, ich habe hier sogar einen Batterietrennschalter installiert, den ich auch entsprechend immer im Einsatz hatte. Also ich habe die Batterie immer abgeklemmt. Und dennoch war mir die letzten Male, als ich ja, ein bisschen was am Radio gemacht habe oder so, aufgefallen, dass, weil ich halt zwischendurch in den 6 Monaten, also das Auto ist jetzt 6 Monate gestanden, das wurde nicht angelassen, aber ich habe in der Zeit natürlich immer wieder regelmäßig die Batterie am Ladegerät gehabt. Und da ist mir aber aufgefallen, wenn ich dann das Ladegerät anschließe, dass das Ladegerät erstmal komplett leer anzeigt und dann aber relativ schnell sich der Ladestand wieder auf voll ändert. Ich zeige euch das einmal schnell, wie das aussieht, damit ihr versteht, wovon ich spreche. Ihr seht jetzt, ist angeschlossen und er hat unten bei, oder er startet jetzt eben unten bei Rot und er geht relativ schnell jetzt schon auf die mittlere Einstellung, also hier auf, ja, so ein bisschen orange oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Jetzt seht ihr, jetzt hat das Ganze, ja, relativ schnell schon 2 Balken gehabt. Jetzt ist er wieder bei einem Balken. Und wenn ich das jetzt ein paar Minütchen hier dran lasse, also wirklich nicht lange, dann ändert sich die Anzeige hier oben auf grün. Also für mich sieht das so aus, ich habe jetzt leider kein Gerät, um zu prüfen, ob die Batterie jetzt noch gut erhalten ist oder nicht. Ich vermute aber dadurch, dass sie so schnell den Status wechselt von nicht geladen auf geladen, dass sich hier entweder eine einzelne Zelle oder vielleicht sogar mehrere Zellen in der Batterie sich verabschiedet haben und dass deswegen die gar nicht mehr in der Lage ist, Kapazität aufzunehmen. Das ist jetzt zumindest meine Vermutung. Wie ihr sehen könnt, ist das auch eine relativ kleine Batterie. Die hat jetzt nur 60 Ampere und ist natürlich für so einen ja, relativ großen V8-Motor auch eigentlich ein bisschen unterdimensioniert. Man kann das jetzt hier schlecht erkennen, aber dort unten ist auch, also das Batteriefach hier ist relativ klein. Ich habe jetzt leider auf die Schnelle auch wieder nur so eine 60 Ampere Batterie gefunden, werde jetzt aber trotzdem erstmal, wie gesagt, wieder eine 60 Ampere Batterie einbauen, damit das überhaupt wieder funktioniert. Und währenddessen wir gesprochen haben, hat sich auch hier der Ladezustand auf ganz grün geändert. Also ja, das ist absolut nicht normal, dass der Zustand sich so schnell ändert. Das heißt, ich vermute, die Batterie hat es einfach hinter sich. Komisch, dass trotz Ladegerät anschließen in regelmäßigen Abständen und dem Batterietrennschalter, den ich ja auch in Funktion habe, dass das Ding trotzdem nicht gehalten hat. Sehr, sehr merkwürdig. Und auch hier muss ich sagen, bin ich ein bisschen von dem Ladegerät enttäuscht. Also ich hatte auch ein CTEK-Ladegerät dran. Beide Ladegeräte suggerieren, die Batterie wäre okay. Oder ich interpretiere diesen grünen Indikator falsch. Ich weiß es nicht. Betriebsanleitung habe ich natürlich nicht gelesen. Wer macht das schon? Aber auch bei dem CTEK ja, ist mir nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Das heißt, das Ladegerät gibt die gleichen Signale raus, wie jetzt bei einem Auto, wo die Batterie voll in Ordnung ist. Das heißt, ja, ein wenig merkwürdig. Ich zeige euch jetzt einmal noch innen drin das Symptom, wenn ich starten will, ist für mich ganz klares Indiz, dass die Batterie platt ist. Aber damit ihr das auch noch einmal gesehen und gehört habt, beziehungsweise für den Fall, dass ich jetzt gleich die Batterie dann tausche und es trotzdem nicht geht, vielleicht hat ja dann jemand eine Idee, woran es sonst noch liegen könnte, aber ich gehe mal davon aus, dass es die Batterie ist. So, und jetzt zeige ich euch einmal das Verhalten beim Starten. Ich habe hier drin jetzt schon ein bisschen Licht montiert. Ich hoffe, mit der Lichtlösung ist das jetzt ein bisschen besser als sonst. So, mal schauen. Ich kann hier noch ein zweites Licht dazuschalten. Ja, ist ein bisschen besser als sonst, aber leider immer noch nicht ideal. Na, falscher Schlüssel, wenn man die Autos so selten fährt. Also hier für die Anzeige im Armaturenbrett reicht der Strom noch, auch um das Radio zu betreiben. Hier habe ich jetzt übrigens auch schön diesen Schalter verbaut. Auch fürs Radiobetreiben reicht der Strom, das ist kein Problem. Aber jetzt hört mal hin, wenn ich versuche zu starten. Das klingt für mich ganz klar nach zu wenig Betriebsspannung. Bedeutet,
Ich wechsle jetzt einmal die Batterie. So, das hier ist jetzt die neue Batterie, ist wie gesagt baugleich mit der, die im Fahrzeug war. Ist noch keine ideale Lösung, hat wie gesagt nur 60 Ampere-Stunden. Auch hier war es jetzt übrigens so, dass die erstmal leer angezeigt hat und dann relativ schnell auf grün gesprungen ist. Gibt mir erstmal kein so gutes Gefühl. Ich baue die jetzt trotzdem mal ein. Mal gucken, was dann der Startvorgang sagt. So, jetzt muss ich nur, ich habe hier neulich ein bisschen aufgeräumt. Jetzt suche ich natürlich mein Werkzeug. Klar, andere Seite, war klar. Rausschneiden, alles rausschneiden. So, natürlich habe ich mein Werkzeug sofort gefunden. Ich habe es nicht suchen müssen. So, ich trenne einmal hier den Batterie-Trennschalter. Bin mir noch nicht sicher, ob ich den wiederverwende, weil, also entweder war einfach die Batterie generell schlecht oder dieser Trennschalter funktioniert nicht. Ich weiß es nicht. Ja, mal gucken. Passt jetzt mein 12er nicht? Natürlich passt mein 12er nicht. Ah, Mann. Ein 13er. Das ist auch echt bescheiden gemacht hier an der Stelle. Dass der Pluspol hier vorne ist. Wenn ich die Batterie drehen könnte, wäre das für mich einfacher mit den Anschlüssen. Da muss ich jetzt mal schauen, wenn ich die neue Batterie verbaue, ob ich dann den Pluspol, ob das Kabel lange genug ist, dass ich die beiden Pole tauschen kann. Das wäre mir irgendwie lieber. So, Minuspol ist ab. Jetzt noch den Pluspol abklemmen. Der ist auch weg. So, dann kann ich die Batterie im Idealfall schon rausheben. Ich sehe nämlich nicht, dass die... Ah doch, die haben sie hier unten vorbildlich verschraubt. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich hatte schon ganz kurz befürchtet, dass die nur reingesetzt ist. Ist sie aber nicht. Das seht ihr jetzt nicht, aber die ist ganz klassisch mit so einer, ich nenne es jetzt mal Kralle, hier unten befestigt. So sieht das aus. Die Batterie hat ja unten so einen Fuß und diese Kralle klemmt einfach den Fuß von der Batterie ein. Kennt ihr ja wahrscheinlich auch aus anderen Fahrzeugen. So, alte Batterie raus. So sieht das jetzt hier aus. Das ist der Batterieschacht. Der war mal ein wenig korrodiert. Sieht aber noch relativ solide aus. Hier ist so ein bisschen Lochfraß. Ich weiß nicht, muss ich mal gucken. Vielleicht gibt es da ja auch ein Ersatzteil. Dann könnte ich das mal noch tauschen. So richtig schön sieht das da nicht mehr aus. Genau, und meine Idee wäre jetzt, wir haben ja hier den Minusanschluss. Und wir haben ja eben gesehen, wenn die Batterie drin sitzt, ist das ein bisschen blöd, an die Pole ranzukommen. Meine Idee wäre jetzt, wenn das von der Kabellänge reicht, dass ich den Minusanschluss hier rüber setze, dass der hier vorne hängt. Oh, sorry. Dass der Minusanschluss hier vorne hängt. Dadurch gucken die Pole nach innen. Ich habe ein bisschen mehr Platz und der Plusanschluss nach hinten. Da muss ich jetzt mal schauen, was die Länge des Pluskabels sagt. Das wird knapp. Das wird richtig knapp. Das wird zu knapp. Okay, jetzt weiß ich, warum sie das gemacht haben. Ja. Nicht schön. Da muss ich mir eine Verlängerung oder so besorgen von dem Pluskabel, damit ich die Batterie umpositionieren kann. Das habe ich jetzt aber leider nicht da. Ich habe kein Kabel mit so einem dicken Querschnitt. So, jetzt organisiere ich mal die neue Batterie. Ich habe übrigens gerade auch gemessen. Theoretisch von der Größe unten müsste ich sogar eine 26er reinbekommen. Aber da bin ich mir unsicher, ob ich die hier oben durch diese kleine Öffnung gefädelt bekomme. Ja, das wird nicht gehen mit einer 26er. Das ist hier die einzige Größe, die geht. Das ist jetzt eine 23er. Was ich jetzt zuerst anschließe, ist den Minuspol und dann erst den Pluspol. So.
Dann hole ich mir meinen 13er. Also das ist halt echt blöd, wenn die Pole hier hinten liegen, weil man hier einfach nicht hinkommt. Wenn die hier vorne wären, wäre das viel cooler. Ich muss irgendwie dieses Pluskabel muss ich verlängern. So, jetzt schnappe ich mir die Kralle und mache die Batterie wieder unten fest. So, die ist wieder fest. Und jetzt schnappe ich mir den Pluspol. Ich trenne hier vorher nochmal den Trennschalter. Und jetzt schließe ich den Pluspol an. Das ist ja halt auch jetzt ein Mega-Fuck. Wenn die Pole hier vorne sind, also wenn ich jetzt keinen Trennschalter hätte und müsste den Pluspol jetzt festmachen und komme hier an die Karosserie, riesiger Scheiß. Da muss ich mir auf lange Sicht auf jeden Fall auch noch mal was überlegen. So, die sind wieder fest. Dann gebe ich jetzt einmal Saft drauf. Okay. Dann schauen wir einmal, was er jetzt sagt. So, jetzt sind wir wieder im Auto. Schauen wir mal, was er jetzt sagt. Er ist jetzt, wie gesagt, relativ lange nicht angewiesen, deswegen gebe ich jetzt mal 1, 2 Pumpstöße. Normalerweise sollte dann ein bisschen was im Vergaser sein. Jetzt gucke ich mal. Okay, jetzt gebe ich noch mal ein bisschen Pumpstöße. Im Idealfall sollte dann jetzt ein bisschen Sprit gefördert werden. Ja, wahrscheinlich braucht er jetzt einfach ein bisschen, weil er lange aus war. Zack, da ist er. Geiles Teil. Jawohl, der läuft. Super, war nur die Batterie. Okay. Perfekt. Dann mache ich jetzt eine kleine Spritztour. Er bläut auch. Los geht's. So, also angesprungen ist er jetzt wunderbar. Das habt ihr ja gesehen. Jetzt gibt es aber das nächste Problem. Der ist jetzt relativ lang gestanden und der hatte früher schon Probleme, dass ein bisschen Getriebeöl verloren hat. Und das Getriebe war schon ein bisschen ruckelig. Und das, er schaltet jetzt nicht mehr. Also er springt wunderbar an. Aber ich kann die Gänge, also innen drin kann ich die Gänge sozusagen, egal welche Position ich einlege. So, ich habe wie gesagt Automatik und er läuft wunderbar, alles kein Thema, aber egal welchen Gang ich einlege, ich merke zumindest ich merke kein Rucken mehr. Früher war es so, beim Gangwechsel hat er auch immer kurz geruckt, das macht er jetzt gar nicht mehr. Und wenn ich dann irgendeinen Gang anwähle und Gas gebe, passiert einfach nichts. Das heißt, wir haben kein Kraftschluss im Wandler. Das ist ja ein Automatikgetriebe und der braucht einfach eine gewisse Menge an Öl, damit das funktioniert. Das kann man auch kontrollieren, das habe ich gerade kontrolliert im Stand. Ein Bekannter ist ja Werkstattmeister und kennt sich extrem gut mit den Autos aus. Und der hat mir den Tipp gegeben, weil ja das Auto schon Getriebeflüssigkeit verloren hat. Hier hinten haben wir einen zweiten Peilmessstab. Der ist tatsächlich für das Getriebeöl, denn der Ölmessstab befindet sich bei dem Motor auf der anderen Seite. Der ist da drüben, dieses silberne Köpfchen. Und ja, genau, also wie misst man das? Man lässt das Fahrzeug im Stand laufen, habe ich gemacht. Dann zieht man diesen Peilstab raus und kontrolliert den Füllstand. Der hat eine ganz normale Füllstandsanzeige unten. Ich hole den einmal raus und zeige euch das. So, der ist relativ lang. Und wo packe ich den jetzt hin? Jetzt hat sie, glaube ich, scharf gestellt. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. Es wackelt ein bisschen. Ich halte ihn mal ruhig. So. Und da haben wir hier unten eine entsprechende Anzeige. Und da ist er eben wirklich ganz unten im letzten Drittel gewesen. Also da ist wahrscheinlich einfach nicht mehr genug Getriebeflüssigkeit vorhanden, damit im Wandler ein Kraftschluss entstehen kann. Und einhändig. So. Und
daran wird das jetzt wahrscheinlich liegen. Bedeutet, ein Problem mit der Batterie ist beseitigt, aber jetzt hat sich das nächste Problem mit der Getriebeundichtigkeit aufgetan. Deswegen, wie gesagt, will ich hier ja einmal alles neu machen lassen. Da kommt ja jetzt dann demnächst einmal alles neu. Dann sollten solche Probleme auch der Vergangenheit angehören. Nichtsdestotrotz, damit ich das Fahrzeug überführen kann, muss ich mir jetzt noch einmal ATF3 Getriebeöl bestellen. Das wird dann auch dort oben über den Ölmessstab eingefüllt. Da mache ich dann noch mal ein Video, wenn das Öl da ist. Und mit etwas Glück läuft das Fahrzeug dann wieder, dann kann ich es auch überführen. Ja, das war es aber fürs heutige Video. Heute, wie gesagt, ging es um den Batteriewechsel. Das Problem haben wir gelöst. Ich werde jetzt auch hier den Trennschalter wieder lösen bzw. öffnen, sodass wir also keine Verbindung mehr haben. Und dann schaue ich mal, ob die Batterie länger hält. Und alternativ, wenn jemand von euch eine gute Batterie kennt, also kapazitätstechnisch besser als 60 Ampere-Stunden, die nicht länger, also dieses Maß hier sollte nicht länger als darf nicht länger als 23 cm sein. Wenn da jemand eine Batterie kennt oder einen Hersteller mit mehr als 60 Ampere-Stunden Kapazität, gerne in die Kommentare schreiben, da freue ich mich. Ja, ansonsten habt ihr jetzt gesehen, selbst mit so einem Batterietrennschalter kann da was schief gehen. Ich weiß nicht, ob die Batterie hier drüben, wie gesagt, das ist die gleiche wie die ich jetzt wieder verbaut habe, einfach wegen der Größe. Entweder hatte die vorher schon einen weg oder die ist einfach mit der Belastung nicht klargekommen. Ich weiß es nicht. Ja, wenn da jemand Erfahrung hat, ich vermute einfach, die Batterie war überfordert und hat dann halt nicht überlebt. Jetzt schaue ich mal, wie lange die neue Batterie hebt und suche eben parallel eine andere. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Schaltet gerne auch im nächsten Video mit ein. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.